Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute ein Osterrezept und zwar machen wir einen Spiegeleikuchen. Dafür braucht ihr einen Fanta-Kuchen. Ich hatte ein Blech von 40 x 35 cm. Dazu braucht ihr 5 Eier, 200 Gramm Zucker, 350 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, 200 Milliliter Orangenlimonade und 130 Milliliter Speiseöl, am besten Sonnenblumenöl. Dann für die Creme 2 Päckchen Vanillepuddingpulver, 100 Gramm Zucker, 800 Milliliter Milch, 400 Gramm Schmand, für die Spiegelei-Optik eine Dose Aprikosenhälften, 2 Packungen klaren Tortenguss und so ungefähr 5 Esslöffel Zucker. Los geht's, wir legen mit dem Fanta-Kuchen los und zwar da gebt ihr die Eier in eine Schüssel und schlagt sie kurz auf. Wenn die Eier miteinander verquirlt sind, kommt dann der Zucker dazu und der Vanillezucker. Und jetzt darf das Ganze so gute 5 Minuten aufschlagen. So sieht es dann aus. Jetzt wird es Zeit für die Flüssigzutaten und zwar gebt ihr das Öl dazu. Bitte die Maschine etwas runterschalten, damit sie nicht wie wild im Teig rumschlägt, denn sonst schlagen wir ja die ganze Luft wieder raus. Dann kommt auch noch das Limo dazu. Vorsichtig hineingießen und schön langsam weiterrühren. Jetzt dann noch das Mehl, das gebe ich einfach nach und nach zu der Masse dazu. Ihr habt jetzt hier zwei Optionen, ihr könnt das Mehl mit dem Backpulver auch mit der Hand unterheben, wenn ihr nicht wollt, dass der Maschine euch das zu arg die Luft rausschlägt. Aber wie ihr sehen könnt, klappt das wunderbar. Im Gegenteil, ist sogar noch gestiegen. Zum Schluss dann noch das Backpulver. Wenn ich es mit der Maschine mache, kommt es immer erst zum Schluss dazu. Das Ganze verrühren und dann ist mein Pfannkuchenteig auch schon fertig. Jetzt habe ich hier meine Springform, oder besser gesagt meinen Backrahmen. Der war auf 40 x 35 cm eingestellt. Unten drunter mit dem Backpapier. Da kommt dann der Teig hinein, schön gleichmäßig verstreichen und dann darf der bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für 30 Minuten backen. Nach dem Backen sah es so aus. Bitte jetzt komplett auskühlen lassen. Während der Boden auskühlt, machen wir weiter mit der Creme. Hier habe ich jetzt mein Puddingpulver und zwar 2 Packungen. Da kommen jetzt von den 100 Gramm Zucker so ungefähr 2-3 Esslöffel zu dem Puddingpulver dazu. Dann von den 800 Milliliter Milch gibt ihr auch etwas dazu und verrührt das Ganze so lange, bis halt eben keine Klümpchen mehr sind. Das ist sozusagen so ein Puddingvorteig. Am Anfang geht es ein bisschen schwierig, weil es eben eigentlich Stärke ist, aber das wird dann schon mit der Zeit. So sah es dann aus. Das kommt kurz zur Seite. Die restliche Milch kommt in einen Topf. Da gibt er dann noch den restlichen Zucker dazu und das darf jetzt aufkochen. Die Milch kocht auf, indem sie hochsteigt. Dann den Herd ausmachen und das Vanillepudding-Gemisch sofort einrühren und ständig rühren, 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 damit euch der Pudding nicht einbrennt. Und dann wird er auch schon schön langsam dick. Sieht man hier richtig gut. Der Pudding muss ein klein wenig auskühlen, nicht komplett. Dazu gebe ich den in eine andere Schüssel, gebe eine Frischhaltefolie darüber und lasse ihn so gut, ich würde mal sagen, 30 Minuten etwas abkühlen. Vielleicht auch immer wieder mal umrühren. Und so sah es dann bei mir aus. Jetzt wird es Zeit für den Schmand. Ich hatte jetzt eine ziemlich kleine Schüssel, deswegen habe ich immer erst einen Becher hineingegeben, verrührt und dann den zweiten. Nimmt ihr eine größere Schüssel, könnt ihr natürlich beide auf einmal verrühren. Wer Schmand nicht mag, kann übrigens auch Mascarpone nehmen. Und dann ist meine Tortencreme auch schon fertig. Jetzt hole ich meinen Boden wieder, was ich vorhin vergessen habe, nicht aus der Form rausnehmen. Der Boden, also der Kuchen wird komplett in der Form zusammengestellt. Jetzt kommt meine Creme auf den Boden drauf und wird noch schön gleichmäßig verstrichen. Und dann darf das gute Stück so gute 2, 3, vielleicht auch 4 Stunden fest werden. Wenn die Creme fest ist, braucht ihr die Aprikosen, die natürlich vorher absieben, gut abtropfen lassen. Den Saft der Aprikosen aufheben, den könnt ihr dann nämlich später für den Tortenguss verwenden. Und dann kommen einfach die ganzen Hälften oben auf die Creme drauf. Ich rate euch ab, die Aprikosen drauf zu tun, währenddessen die Creme fest werden sollte. Dann kann es nämlich passieren, dass sie euch untergehen. Muss nicht, kann aber. So sah das Ganze dann aus. Dann habe ich hier jetzt meinen Tortenguss, den habe ich nach Backungsanleitung zubereitet, den kurz auskühlen lassen und dann einfach über den Kuchen gießen. Und zwar so, dass auch die Aprikosen damit bedeckt sind. Für diesen Tortenguss habe ich jetzt
den Aprikosensaft genommen und dann noch mit Wasser zur bestimmten Menge aufgefüllt. Manchmal langt die Flüssigkeit von den Aprikosen nicht. Waren ja auch 2 Packungen, waren 500 Milliliter Wasser. Ja, das darf jetzt fest werden und dann ist er eigentlich schon fertig. Mehr braucht er nicht. Den Kuchen jetzt vorsichtig vom Rahmen lösen. Ich mache das immer mit einem Messer. Unterdessen gibt es ja auch schon so bestimmte Messerchen dafür. Habe ich nicht, brauche ich nicht. Ich habe so spezielle Messer dafür, da geht das auch. Vorsichtig lösen. Und der sieht doch toll aus, oder? Also ich finde voll, dass das oben hinkommt wie von einem Spiegelei mit diesem Tortenguss. Ja, bis dann serviert würde ich ihn kalt stellen. Ja, das war jetzt ein ganz, ganz einfaches Rezept eines Spiegeleikuchen. Ich habe den Fanta-Kuchen benutzt. Ich fand das sehr passend. Das schmeckt auch unheimlich gut. Ich habe jetzt in diesen Kuchen ziemlich wenig Zucker genommen. Also es waren 100 Gramm insgesamt. Ihr könnt auch ein bisschen mehr dazu geben, wenn ihr das Gefühl habt, das ist einfach nicht zu süß. Aber uns hat es gepasst. Ja, das war es dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!